Wie bremst ihr auf dem E-Scooter richtig? Wie verhaltet ihr euch in Kurven? Und ja, was müsst ihr beachten in Sachen Sicherheit, wenn die Saison beginnt? Ich bin bei den Scooterhelden Berlin und will genau das jetzt mal herausfinden. Außerdem mal schauen, was sind in Sachen E-Scooter die Trends 2023. 2015 gegründet, mehr als 300 Quadratmeter Verkaufsfläche, in der wir hier stehen und ja, einer der für mich sehr, sehr, sehr kompetenten Fachhändler in Deutschland. Die Scooterhelden aus Berlin. Wir sind hier. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Ein mega Laden, muss ich sagen. Echt auch eine Riesenauswahl. Marcel, was unterscheidet euch denn von den Mitbewerbern? Ja, moin moin erstmal. Moin ne? moin. Eigentlich ganz unbekannt hier in Berlin sagt man ja nicht moin moin. Ne? Aber das ist Doch, so, aber ich liebe das. Ja, das ist hanseatisch. Ich finde das geil. Ja, genau. Kommst du aus dem Bereich? Nein, aber ich liebe die Ecke einfach. Okay. Ja, also ich bin tatsächlich Wassermann, ja, und da zieht es einem immer zum Wasser hin. Deswegen der hohe Norden finde ich super geil in dem Fall. Was uns unterscheidet von allen anderen, ich glaube, wir haben als einer der ersten dieses Thema Elektromobilität in Berlin mitbegründet. Als wir 2015 angefangen haben, gab es eigentlich nicht wirklich ein Fachgeschäft zum Thema Elektro-Zweirad, Dreirad oder Vierrad. Angefangen haben wir tatsächlich mit Einrädern. Also früher so mit einem Rad durch Berlin gefahren und haben dafür Aufruhr gesorgt. Ja, was ist das denn? Sind die vom anderen Stern? Und so ging es tatsächlich los, dass wir mit einem kleinen Laden, 20 Quadratmeter angefangen haben. Heute sind wir doch deutlich größer, verkaufen gut 1.500 Geräte im Jahr. Und darüber hinaus haben wir den Laden auf der Basis gegründet, dass wir gesagt haben, wir machen gleich Social Media, rasieren wir alles. Es gibt kaum jemanden, der ein bisschen was zu dem Thema erzählt, also machen wir das. Wir haben 2015 ein Video gedreht zum Thema Hoverboard. Damals hattest du noch diese Boards für Kids, ja, ging super ab, 1 Million Aufrufe. Und das war so der Start für uns in das Thema Social Media und YouTube. Und damit sind wir groß geworden. Und das leben wir bis heute, Innovation, ja. Und natürlich auch dieses Thema Energiewende war uns damals schon bewusst, es wird irgendwann kommen. Und genau jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, dass wir darüber reden und diskutieren sollten, was können wir verändern, gerade in diesen Innenstädten. Den Kanal verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung, weil was die Jungs da machen an Scooter-Tests und Reviews und so weiter, ist wirklich richtig cool. Sag mal, 2023, die Saison beginnt jetzt. Was sind denn die Trends im Bereich E-Scooter? Ja, also generell geht der Trend immer mehr zum vollgefederten E-Scooter. Ja? Die Leute wollen komfortabel unterwegs sein. Ich selber bin jetzt schlanke 40 geworden, auch wenn ich nicht so aussehe. Ja? Und habe aber auch ein Bandscheibenproblem. Und ich merke immer mehr, dass die Leute komfortabel von A nach B wollen. Die Berliner Straßen sind nicht die besten. Ja? Und die Leute suchen was, wo sie halt eben zum einen vollgefedert ihre Wegstrecken zurücklegen können, zum anderen eine bestimmte Reichweite damit erzielen. Und es ist gar nicht mehr so wichtig, den in den 3. oder 4. Stock zu schleppen, auch wenn man keinen Fahrstuhl hat, sondern denen geht es um Zuverlässigkeit vor allem auch. Ne? Wie sicher ist denn so ein Fahrzeug heutzutage? Ja? Man haben ja dieses Thema mit dem Sharing. Überall liegen diese Dinger rum und sind auch, das ganze Thema E-Scooter ist in Verruf geraten. Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja echt, wie du sagst, in Verruf geraten worden. Die Dinger landen in irgendwelchen Seen. Keiner will mehr. In Paris, glaube ich, haben sie das komplett verboten. Genau. Muss man sehen, was in Berlin passiert. Aber das ist ja ein anderes Thema, als wenn man sich selber so ein Teil kauft. Da achtet man natürlich auch viel mehr drauf. Richtig. Aber seid ihr der Meinung, dass das in Sachen Elektromobilität wirklich die Zukunft ist? Ja, ich denke schon, dass das die Mobilitätswende mit einläutet. Ja, wir müssen ja ganz klein anfangen. Wir würden uns auch freuen, wenn elektrische Einräder und elektrische Skateboards homologiert werden für den deutschen Straßenverkehr. Das ist damals 2019 nicht durchgegangen. Wir haben also über ein Jahr mit den Abgeordneten auch hier diskutiert. An dieser Stelle hatten wir den Verkehrsausschuss, wir hatten die FDP, die SPD und am Ende saßen wir tatsächlich noch im Bundestag und haben darüber philosophiert. Und da ging es genau darum, wie können wir die Leute mobil machen. Und der E-Scooter ist es dann geworden, die anderen wurden außen vor gelassen. Aber das ist doch der Anfang, der Beginn. Man sieht es ja auch bei den E-Bikes. Ne? Letztes Jahr über 1 Million E-Bikes umgesetzt. Da wollen die Leute hin. Das ist der Trend, das Auto stehen zu lassen. Ich stand heute 1 Stunde im Stau. Ich hätte kotzen können. Mein Kind wäre fast zu spät zur Schule gekommen. Ja, kannst dir vorstellen, der ist mir fast an die Gurgel gegangen. Ja, das hätte ich vielleicht verhindern können, wenn ich mit meinem E-Bike, mit meinem E-Scooter, mit meinem E-Roller einfach vielleicht auch schneller durch die Massen durchgekommen wäre, um dann halt eben auch mein Ziel zu erreichen. Ja. Absolut. Ja, und warum wir hier sind oder auch ein Grund, warum wir hier sind, ist das Thema Sicherheit. Also ich habe ja auf dem Vorgängerkanal Bike for Fun mit dem ADAC zusammen so eine Sicherheitsreihe gemacht, richtiges Kurvenfahren, richtiges Bremsen und so weiter. Und habe ich bei YouTube mal geguckt, das muss es doch auch im E-Scooter-Bereich geben. Ich habe gar nichts gefunden. Und ich bin jetzt nicht so ein Experte wie Marcel, aber ich merke selber, wenn ich einen neuen E-Scooter in der Review habe und die Bremsen sind zum Beispiel, die Vorderradbremse sehr straff, da kann man schon schnell
ja, einen Abgang machen. Daher die Frage, und es gibt Unfallzahlen, also ich muss jetzt mal hier auf den Zettel gucken, aber 2021 gab es 4.862 Verletzte und 5 Verkehrstote. Das heißt, das ist schon Thema Sicherheit. Wie fährt man richtig E-Scooter? Beispiel Bremsen. Wenn du wirklich eine harte Bremse hast, was sind eure Tipps? Also als allererstes fährt man nicht zu zweit auf einem E-Scooter. Da geht es eigentlich schon mal los, ja, weil die meisten Unfälle resultieren genau aus diesem Faktor, dass du ihn einfach überlädst und damit natürlich die Bremswirkung gar nicht mehr erzielt wird, ja, und die Bremswege damit eben auch länger sind. Und was das Thema Bremsen betrifft, muss man erstmal unterscheiden. Es gibt die klassische Trommelbremse, ein geschlossenes System, was sehr zuverlässig ist und wenig Wartung bedarf. Es gibt die Scheibenbremse, die deutlich anfälliger ist, weil du halt eben mehr Teile hast, die du warten musst. Und sind die dann auch schon hydraulisch? Genau, dann gibt es mechanische, hydraulische und dann gibt es die elektromagnetische Bremse. Und dann gibt es ja Roller, die das alles schon beinhalten teilweise. Ja. Hier zum Beispiel. Unter anderem. Der EPF 2 hat eine elektrische Bremse mit Rekuperation und die Trommelbremse und sogar, wenn du die vordere, also die Trommelbremse, wird sogar die hintere Bremse auch noch mit betätigt. Aber wie bremse ich richtig in einer Notsituation? Ja, also erstmal ist der Stand ganz wichtig. Ja. Ich stehe nicht zu weit vorne, ich stehe nicht zu weit hinten. Ich verlagere mein Gewicht in die Mitte. Am besten immer das Standbein nach vorne, das andere Bein nach hinten so einen Tick weit. Dann halte ich mich vernünftig fest und dann prüfe ich erstmal, welche Bremse hat welche Wirkung auf mich unterm Strich. Ja. Und dann gibt es ja noch Systeme, die gekoppelt sind mit einem E-ABS. Und das ist ja jetzt so das Neueste. Ne? Segway, Trittbrett und wie sie alle heißen, bringen also Systeme raus, wo der Motor hinten nicht mehr blockiert, weil der Antrieb ist dann eben auch vorne, damit eben genau dieses Wegrutschen verhindert wird. Also man sollte sich immer so ein bisschen rantasten und am Anfang erstmal probieren, bevor man in die Vollen geht. Wie sieht es aus zum Thema Gewichtsverlagerung, wenn ich jetzt wirklich voll in die Eisen steige? Ja. Vorsicht. Ja, wenn du voll in die Eisen gehst, musst du natürlich aufpassen. Stehst du zu weit hinten, kommt dir die Karre hoch, ja? Weil du vielleicht die hintere Bremse zusätzlich ziehst. Hast du eine Kombibremse, wo beide Bremsen gleichzeitig agieren, mit einer Rekuperation und noch einem E-ABS, passiert relativ wenig, wenn du zentral auf dem Roller stehst. Man sollte nicht zu weit vorne stehen. Ich sehe das immer, wenn die Leute Autos fahren. Ne? Dann hast du hinten die Lehne so und Mutti sitzt dann so dran und alle so. Und wenn du jetzt in die Eisen gehst, hängst du natürlich mit deinem Kopf im Lenkrad und andersrum. Oder das Gegenteil, der Manta-Fahrer, der so sitzt und liegt. Auch nicht richtig. Ja, genau. Ja gut, aber also ich habe es bisher immer so gemacht, als absoluter, was Fahrsicherheit angeht, auf dem E-Scooter-Anfänger. Wenn ich jetzt echt bremse, dann mache ich so ein bisschen den Arsch nach und versuche, das Gewicht nach hinten zu verlangen. Genau. Ist das falsch? Nee, kannst du ruhig machen. Das kann ich machen? Das kannst du ruhig machen. Okay. Es hängt ja auch immer davon ab, wie groß bist du, wie schwer bist du. Wenn du jemanden hast, der über 2 Meter ist, der muss sowieso ein bisschen aufpassen. Weil der Körperschwerpunkt, der kippt ja so einen Tick nach hinten. Ne? Und dann hast du diese Hebelwirkung. Du stehst hinten mit deiner Schuhgröße 47, gehst in die Eisen und bupp, kommt dir die Karre hoch. Ja. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, sich rantasten. Und es gibt für jeden User da draußen auch das passende Fahrzeug, weil nicht jeder Scooter passt zu jedem User, weil jeder unterschiedliche Anforderungen und Fahrprofile hat. Ist auch wichtig. Stichwort Kurvenfahren. Beim Motorradfahren natürlich ganz lebensrettendes Thema. Wie sieht es denn bei E-Scootern aus? Einfach rein in die Dinger und Gas geben in der Kurve oder muss ich da auch irgendwas beachten? Das hängt immer davon ab, was du für einen Scooter hast. Nehmen wir mal einen mit 500 Watt Nennleistung und 1200 Watt im Peak. Nehmen wir mal, also dann könntest du einen EPF nehmen zum oder Beispiel einen VMAX zum Beispiel, der noch ein bisschen aggressiver ist. Man sollte in der Kurve eigentlich immer in Anführungsstrichen Gas wegnehmen. Ja, weil es natürlich passieren kann, du hast eine relativ kleine Auflagefläche auf 10 Zoll, meistens sind die ja nur 2 Zoll breit, die Reifen. Und wenn die dann nicht abgeflacht sind, rund gelutscht sind, so sage ich immer, hast du keinen Grip, rutscht über die Kante und dann rutscht dir der ganze Roller weg. Ja. Also schon ein bisschen aufpassen, weil diese Roller können ziemlich viel Bums produzieren. Die fahren ja, klar fahren die 22, aber möchten oder am liebsten wollen die eigentlich 30, 35 fahren. Absolut. Und das merkst du auch. Und dann kriegst du auch bei 18, 19, 20 kriegst du dann noch diesen Druck. Deswegen ordentliche Gewichtsverlagerung. Wenn man schon 22 drauf hat, lieber mal vom Gas runtergehen, vernünftig in die Bremse und immer schön das Gewicht mitverlagern, wie beim Motorradfahren eben auch. Nächstes Thema Regen. Ja. Also in der Regel sind sie ja alle zertifiziert. Bei Nässe können Sie fahren, jetzt nicht eine Flussdurchfahrt. Ja. Aber auch beim Fahrverhalten muss ich mich natürlich da ordentlich drauf einstellen. Ja, absolut. Also ich habe auch schon einen Roller in den See geschmissen, ganz ehrlich, und habe sie wieder rausgezogen. Habe ihn trocken geföhnt und er lief weiter. Das war eigentlich ziemlich geil. Das Video müsst ihr euch mal angucken. Das war Segway damals. Aber ja, bei Regen musst du besonders aufpassen. Dann gibt es natürlich so Spezialistenhersteller wie zum Beispiel diesen Segway P65D, der so eine äußere Bereifung hat, die relativ breit ist vorne mit fast 3 Zoll, wo du dann schon am Profil erkennst, oh, damit kannst du eigentlich fast überall fahren. Und dann gibt es so Bereifungen, die relativ glatt geschmiegelt sind, wo du nur so 2, 3 Rillen drin hast, wo du schon weißt, oh Mann, wenn ich damit jetzt zu sehr in die Kurve gehe, rutsche ich schnell weg, weil die Auflagefläche auch wesentlich schmaler ist. Also bei Regen immer aufpassen, immer. Weil, wie gesagt, du liegst schneller auf der Straße, wie du gucken kannst, weil die Fahrzeuge wiegen ja nur 15 bis 20 Kilo. Absolut. Und dann liegt man mal schneller. Okay, also ganz klar,
ja, wie bei allen im Prinzip. Ihr könnt auch bei Motorrädern die tollsten Systeme haben, ABS, Kurven-ABS und so weiter. Hier oben im Hirn. Das ist das beste Sicherheitssystem. Saisonbeginn beispielsweise, der E-Scooter war in der Garage oder im Keller. Ja. Einfach drauf und losfahren oder sollte ich da auch sicherheitsmäßig ein bisschen nachschauen? Ja, definitiv. Also ich würde es auch genauso wie bei meinem Fahrrad oder bei meinem Motorrad oder bei meinem Auto, wenn es eine längere Zeit steht und eine Saison, ne, einfach mal alles überprüfen. Ne? Sitzt denn alles? Alle Schrauben mal überprüfen. Und vor allem ganz wichtig, der Luftdruck. Das ist das, was die meisten ja unterschätzen. Ein halbes Bar weniger Luftdruck kann schon bedeuten, dass du 10-15% weniger Reichweite hast. Und du hast natürlich auch andere Fahreigenschaften, ne? Weil Luft komprimiert und es verhält sich alles ein bisschen anders. Von daher immer erst den Luftdruck überprüfen, dann schauen, ob alle Schrauben richtig sitzen, ja, und dann eigentlich nur noch vollladen und los geht's. Okay. Marcel, zum Abschluss eure 3 Top-Tipps zum Thema Fahrsicherheit. Ganz kurz auf den Punkt gebracht. Erstmal, ich würde trotzdem empfehlen, Helm zu tragen. Darf ich das wirklich so sagen? Ja, natürlich. Ohne Scheiß, Leute, tragt einen Helm. 2019 ist das Gesetz ohne Helm rausgekommen. Ich finde es total blöde. Tragt einen Helm, es geht um eure Sicherheit. Du liegst so schnell lang, ich kann es nur jedem empfehlen. Da geht es schon mal los. Dann natürlich das Thema Luftdruck. Immer den Luftdruck überprüfen, weil das ist das A und O. Zu harter Luftdruck ist auch nicht gut, rutscht du auch schnell weg. Zu weicher Luftdruck fährst du fast auf der Felge, da hast du keine Reichweite mehr, ist auch scheiße. Ja, also was machst du? Luftdruck überprüfen. Ja, und dann ansonsten natürlich Bremsen. Leute, guckt, dass ihr die Bremse richtig einstellt. Ja? Wenn die Bremse nicht passt, wird sie eingestellt und dann tastet ihr euch da langsam ran. Und am Ende geht es nur noch darum, Kopf einschalten, Tech for Fun gucken und genau diese Tipps beherzigen und dann kann auch nichts passieren. Super, Marcel, ganz lieben Dank und Scooterhelden anschauen. Ich verlinke euch das Ganze nochmal. Ganz lieben Dank, war super spannend. Ja. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ihr habt ja echt eine mega Auswahl, gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Viele Grüße aus der Hauptstadt, Tech for Fun. Ciao.